Hi. Okay. Wie war das nochmal? Oh ja! Hier musste ich ja auch noch ein bisschen leveln. In 2D-Modus. Wir wechseln auch gleich wieder auf 3D-Modus. Warum dieser Rerun? Ganz einfach. Das ist ja Hard Mode. Ja, das bleibt ja auf drakonischer Mission. Das ist der einzige Weg, wie ich die Story nochmal durchspielen kann. Wir werden nämlich gleich bei der Kirche auf 3D zurückgehen. Ebenfalls mit diesem Cup. Kette. Genau. Ich glaube, ich musste diesen Strang hier erst abschließen. Ja, ich hatte so gut wie 0 Waffen. Deswegen, ich lese auch nichts vor, ich skippe die Texte, weil ich ganz schnell zu dem scheiß Priester will, um wieder in den 3D-Modus zu wechseln. Wir wissen ja jetzt, wie wir an die ganzen Dinger rankommen, ne? Ja, mach eine. Weil hier ist keine Schatzkiste. Da kann man mal sehen, wie es aufgebaut ist. Ach süß, Schleimchen. Schleimscheiße! Tötet sie! Monster! Das ist so unfair! Das ist einfach nur unfair! Er ist auf Level 99, aber du siehst, seine HP sind zu Beginn sehr grottig.
Ich muss ja nur diesen Abschnitt zweimal spielen. Einmal in 2D, einmal in 3D und dann kann ich die Story komplett neu anfangen. Toll! Oh, das nächste Mal greife ich mit Zaubern an. Schmieden musste ich nämlich sowieso noch. Jetzt wird's ja richtig böse. Hatte ich schon ein zweites Symbol der Souveräne? Ist jetzt die Frage. Wie war das? Oh Mann, ohne die Bilder zu sehen, wird's echt schwer. Scheiße. Ja, da sieht man wieder, ich hatte noch nicht so viel. Magische Macht, Abwehr und Geschick. Annullier-Amulett. Er ist der erste Gegner, ein Vogel. Ein Vögelchen. Jetzt kommt nämlich der ziemlich unfaire Part. Wir haben alle unsere Zauber. Ja, Topfdeckel, klasse. Schleimherrschein. Können auch Krach wirken. Hatte ich in meinem Beutel nicht irgendwas? Toll! So. Ein Ausdauersamen, weil so kann ich nämlich jetzt alle Status-Items wie Stärke und Leben auf Light übertragen. Kennst du ja. 700, das ist echt sehr wenig. Ich hab ja echt überhaupt nichts. Das Training jetzt auf dem Modus ist sowieso noch viel zu schwach. Na toll. Ich hatte echt... gar nicht. Ja.
Das ist kein Nebel. Noch mehr Monster. Und das liebe ich so daran. Man ist einfach zu Anfang komplett overpowered und kann einfach nur durchmetern. Ja. Ach, jetzt fängt es auch mal zu regnen. Na. Und der Krax hat auch nicht so. Hier liegt was. Ich jetzt mal. Okay. Ich muss ja nur diesen scheiß Abschnitt hier doppelt machen. Die Cutscenes lasse ich dann wieder durchlaufen. Komm her, Misty. Volltreffer! Autsch! Platsch! Dann habe ich nämlich auch wieder was zu tun. Beziehungsweise wir haben was zu streamen. Da macht die Story ja dann auch keinen Sinn mehr, dann ist es ja egal. Ich nehme es ja nur just for fun auf. Ich will nämlich mal ein paar neue Strategien dann probieren. Jetzt wo wir stärker sind. Natürlich zerklatschen wir die nochmal. Yippie, ja, die haben es geschafft. Ich muss sowieso 16 Uhr noch mal runter wegen Brot machen. Ich hasse es jetzt schon 3:30 Uhr aufzustehen. Oh! Ich sehe gerade, ich habe jetzt nur noch 12 Stunden zur Verfügung.
Das ist die Wurzel, die wird später interessant. Mit einer Flatterfeder. Aber wo macht der Brunnen hier Sinn im 2D-Modus? Im 3D-Modus ist da nichts. Alles sinnloses Gebrabbel. Dieses Mistvieh lässt mich nicht vorbei. Ich kenne meine Pappenheimer. Crowd. Hier ist nämlich diese hässliche verschlossene Tür. Na dann wollen wir mal in den 3D-Modus zurück eintauchen, nicht wahr? Ganz ehrlich, ich finde den 3D-Modus besser. Es dauert zwar länger von den ganzen Wegen her und so, aber er macht definitiv way much more fun. Und du hast viel mehr Möglichkeiten, irgendwie Items abzukrallen oder so. Erstmal sollte ich abspeichern, ja. Dann fortsetzen. Dann quatschen wir ihn nochmal an. Sagen wir möchten in den 3D-Modus wechseln. Drakonische Mission läuft. Wir wussten genau, was passiert. Und deswegen müssen wir auch ab da anfangen. Natürlich den. Natürlich. Habt ihr jetzt viel Spaß mit den Cutscenes? Ich glaube, wir kennen dieses Viech noch. This child, he is the one? Bears the mark. There's no mistaking it.
nonsense are you doing here? And after that awful storm, too. However did you survive? Oh, you're a jolly one. What's this? Oh, you poor thing. Come here. Come here. Oh, there's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow. Ich habe jetzt noch gar keinen Soundcheck abgeschlossen. Ich hoffe, es passt alles so. Da sind wir. Verdammt, man hat mir schon wieder die zweite Waffe geklaut, diese Drecksäcke. Was? Thanks so much. You're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her waiting. Ich hätte den Chance nennen sollen. Toll! Wieso hat er ihr beide Klingen? Oh, du bist doch ein Idiot. Ach, die Aurora-Klinge braucht ja nichts. Lassen wir das erstmal. Woo! Das ist Absicht. Aber ich wechsle natürlich. Folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh. Ja, ich rüste mich gleich nochmal um. Ach du Shit. Ah! Monsters! They're coming this way. Sollen sie nur kommen, chillig. Watch out! Unfair! Get him! Das ist so unfair. Erstens mit zwei Waffen zu kämpfen, zweitens... Oh, wow! Kein Platz mehr! Crikey, I wasn't expecting that.
I know they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. Der Hund hat mal gar nichts gemacht. Klar, Fräulein? And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Come on, let's get going. Mhm. Ich rüste mich nochmal um. Ausrüstung. Voll! Papasöhnchen. Ist ja ein Unterschied. Du siehst, wie schlecht diese Rüstung ist. Und du siehst auch, dass wir nichts Besseres hatten. Also, die Rüstung. Ja, na also. Ja, ja, wuff. Wieso verkacke ich diese Quest die ganze Zeit in Fiends? Ich muss hier nicht mal annähernd kämpfen, ja. Hier können wir uns auf was komplett anderes konzentrieren. Oh Mann. Der Schaden ist so gemein! Es sind Standardgegner und ich pelz die einfach mal so weg. Ich kann aber auch mir den Papasöhnchen ausrüsten. Habe ich kein Problem mit. Es wäre der Wüstenritter. Wieso bin ich so blöd? Wo ist meine Wolfsdrachenrüstung? Ich habe das Rüstungsstück verloren, ne? Ja, aber... Ach du... Ja, die Metallkönigsrüstung ist die beste.
Dann machen wir das doch. Das Aussehen ist ja jetzt komplett egal. Erstmal. Na. Siehste, den habe ich ja hier schon. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich so overpowered bin. Wenn alle Abilities so geblieben sind. Feuert. Hau nie von mir ab, die Gegner. Core, look at all this fog. Is this normal, do you think? Es ist alles andere, aber bestimmt nicht normal. Help! Help me! What? Cole? Ah! 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 Quick! You have to help him! Let me out of! It's not fog at all. It's more monsters. Ich glaube, wir wissen alle, was jetzt passiert. Diese zwei Schmucks haben sie schon. Watch out! Oh, wie ich es liebe, so overpowered zu sein. Ich liebe es, wenn man so übelst overpowered die Gegner einfach nur wegpowert. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. Schimmer vor allen Dingen. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Sag das mit dem Helden lieber nicht zu laut. Not far to the top now. Ah, toll. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. Oh, let's get a move on. That kid is damn right. Alter, der Drache hat keine Chance. Na. Ich werde ihn töten. Ich habe ja meinen doppelten Drachenhieb. Es reicht ja, wenn einer die Power Abilities beherrscht. Und so viel kann der Drache nicht haben. Nicht am Anfang des Spiels, Alter. So, trocken. Ich liebe es hier rumzuklappern. Here we are at last. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view.
We Leute. better say the prayer and get this ceremony over with, eh? Nope. What was that? Ein Vogel. Ich hasse diese Biester. Help! Help me! Help! Help! Na los, Junge, zieh. Autsch! Ich glaube, das tat weh. Ich glaube, das tat so richtig weh. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Was? Ich? Nein, ich war das nicht. Keine Ahnung, was das war. Look, the mark on your hand. Hört auf zu leuchten. Hat aufgehört zu leuchten. Er trägt Oh, einen It Panzerhandschuh. stopped. Man Well, sieht we nichts. can worry about that later. Also, du All I know is siehst, that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. es ist Schwachsinn. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Also, Wow! Look! schöne Aussicht. Er ist noch komplett im Gebiet vertieft. Ich muss ja sagen, wir sind ja Leid. Wir sind ja der Hauptcharakter. It just goes on and on and on. Schicker Whoever Ozean. dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Kann schon sein. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom. Let's hit the pants. So viel zum Thema Laufen. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich gescriptete Wege hasse? Nein, ich finde sie geil. Ja, so laufen wir jetzt die ganze Zeit rum. Die ganze Zeit wird klappert. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Ach, ist doch nichts passiert. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well,
There's no doubt about it. The spirit of the land was watching over you. That's... Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Ja. Come on, you. Home time. Woohoo! Und so geht alles von vorne los. Ein neues, altes Abenteuer. Und ein Pferdchen. Das ist die Kirche. Welche Variante gefällt dir besser? Die 2D oder die 3D-Variante? Also mir reicht das 2D-Rumgebäsche, wenn wir da in Ticklingen sind. Was anderes brauchen wir nicht. Erstmal gehe ich mich hier einen Flinkheitsarm abholen. Ganz oberste Prio. Der Bigel wird ja dann später auch noch heiraten. Das mit 19, ja, musst du dir mal vorstellen. Es ist doch ein halbes Kind. Der Flinkheitsarm gehört mir. Auf 300 warte ich gerade mal. Da kannst du mal sehen, wie schlecht er noch ist. Ah, ich lern's nie. Ich will's auch nicht lernen. Ich will es auch nicht lernen. Natürlich, was haben wir jetzt erstmal zu tun? Wir looten. Aber ist doch schön, wenn ich mal wieder on Screen bin, nicht wahr? In der Frühschicht, ja, ich muss ein bisschen gucken, wie wir was machen. Ob ich es wirklich als storybasierendes Projekt on Screen lasse oder ob ich tatsächlich aus reiner Langeweile auch offscreen leveln werde. Das weiß ich noch nicht. Weil ich kann ja durchrushen, ist ja kein Problem. Jawohl. Gegengifte. Erstmal safen. Es kann immer wieder vorkommen, dass mir das Spiel komplett einmal abschmieren tut, ne? Und du siehst, hier sind wir gerade mal bei etwas um die 210 Stunden. Bei dem anderen habe ich über 600 schon reingestopft. Ryu ist ja auch stärker als Light. Ist nicht schlimm. Aber außer dem Story-Gebrabbel interessieren mich nur die Schätze. Ich hab Preisstock.
immer diese 0815 Basic Items. Die Bretter Würstchen an. Und das liebe ich sowieso. Ich muss so viele Items jagen, ja, das glaubst du gar nicht. Weil die alle noch so verdammt schwach sind. Langsam und vorsichtig das gesamte Dorf aufzunehmen. $2000, Alter, das ist so wenig Knete, ja. Das ist echt eine wahre Enttäuschung. Und in 3D kommst du hier lang. Sag's schon, dann war vorbei. Hier ist die verfickte Türe. Ja. Später. Wenn ich die Items geschickt einteile, dann kann ich so ein paar Quests vorausnehmen. Es wird auch vorkommen, dass ich es ab und zu privat spiele, um einfach die Story so weit voranzutreiben. Wir kennen ja so oder so schon alles. Also von dem her ist nichts neu an dem Game. Ja, hier konnten wir auch landen. Aber es brachte uns nicht. Das brachte uns nicht. Ah, genau. Hier war nämlich das Lager. Nee, auf das Dach konnten wir nicht. Unlogisch, dass nach dem Wiederaufbau hier noch 2 Kisten stehen. Schön, aber meiner Meinung nach vollkommen nutzlos. Die Itemfrau verkauft mir sowieso nicht. Da können wir sowieso bloß berkeln. Die Kinderchen spielen hier. Ja, ich weiß, wo ich wohne, blöder Köter. Ey gut, der ist nicht blöd, aber trotzdem. I don't like dogs. Haben wir hier schon gewütet? Ich glaube ja.
Hier haben wir, glaube ich, noch gar nichts drin. Ich liebe es einfach nur, Dinge kaputt zu machen. Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tor, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tor. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. Ja, wir wissen, du bist nicht mehr unsere richtige Mutter. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the Luminary. What again? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Tja. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Ist sie nicht süß? Unsere Pflegemutter. Ja. Kann nicht einschlafen. Er kann's einfach nicht. Ja, ich bin kurz auf Klo.
Ich esse gerade eine Plattpfirsich. Übrigens habe ich auf YouTube eine neue kleine Liste erstellt, um die König der Löwen-Tracks sowie die Garde der Löwen-Tracks abzuarbeiten, ja. Garde der Löwen von Disney Junior. Ist ein Kindersender, ich weiß, aber ich finde die Lieder trotzdem geil. Schau einfach mal rein, schnupper vorbei. Und dann kannst du mir ja sagen, was du davon hältst. Also, gerade das Lied Heute Nacht. Noch heute Nacht. Ist eines der geilsten Tracks überhaupt, ey. Gerade der Track noch Heute Nacht ist so ein Ohrwurm. Und Skat kehrt natürlich zurück. Ich sehe Edwin Stern nicht. Wo soll der Stern jetzt sein? Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. Lass mich doch. Bestimmt eine Legende, na und? I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Was können wir dafür? Ich will nicht wissen, wie viele Stunden er Schlaf bekommen hat. Die Rüstung ist schon mal geil. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack.
don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. Bestimmt nicht. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Von wegen das ganze Dorf. Unsere Jugendfreundin fehlt. Ah, nee, das haben wir gerade gelootet. Da haben wir auch gelootet. Ich find's so geil, dass wir keine Quests brauchen. Hier haben wir noch was zu tun. Oh Mann, das wird anstrengend. Doch, es gibt eine Hauptmission, die wir jedes Mal machen müssen. Mussten wir nicht. Ach so, nein, mussten wir nicht. Gut. Hatte ich den Tiger? Ach du Scheiße, nicht mal. Doch. Nee, hat man nicht. Scheiße, den Tiger konnte ich mir nicht erspielen. Fuck. Ich muss den Überstand an Ding loswerden. Erster Zeit Affen verkaufen. Noch mehr Knete zu besitzen. Siehste? Halt nicht. Gar nicht hat sie im Angebot. Ich konnte nur Stuff loswerden. Ich wollte sie bestimmt nicht zu einem Crybaby machen. Ach ja, da steht der Köter davor. Ich glaube, jetzt weiß ich, in welchem Haus wir nicht waren. Sandy lässt uns ja sowieso nicht aus. Scheiße, ich bin auf Nein gegangen. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in... Ja? Since he brought you to Cobblestone. Hat We uns never in einem thought there was Körbchen am Fluss anything out gefunden. of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the luminary was, of course. A legendary hero who saved the world from a terrible darkness. Er wurde getötet. We're supposed to believe that you're him reincarnated? Ha, I don't doubt old Chalky, of course. But it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. You are
terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. Einfach mal so die Weltkarte erhalten. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Ja, doch. Ja, das habe ich jetzt mal ganz kurz geskippt. Here, take this with you. I made it for you. She made it for us. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there. But wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Fudge. Take care, and remember, we'll be waiting for you. Dann wollen wir doch gleich mal glotzen. Ah doch, Liste der besiegten Monster. Brauchen wir also nicht. Hat das gerade gelaggt? Leckt es schon wieder? Oh, ich hasse es, wenn das laggt. Wir kennen ja diese Melodie, nicht wahr? Weg da! Ja, ich loote! Ich will nur gucken, dass ich keine Schatzkisten vergesse. Oh Mann. Daneben nicht.
Warte mal, ich muss ganz kurz nochmal. Mein Charakterbaukasten hat sich schon aktualisiert. Jo, hat er. Das Schöne ist ja, jedes Mal, wenn ich die Welt betrete, ist auch die blöde Kiste wieder da. Jetzt kommt meine Ausdauer zurück. Ich hätte es auch ohne die Abilities jetzt so weit durchspielen können. Aber ich finde es geil, wenn man gleich zu Beginn alle Abilities beherbergt. Also beherrscht. Schlachtrichter und natürlich meine Stärke da zurück. Jawohl. 350 Punkte jetzt noch. Wie war das noch? Wir sind durch damit. Gurkensalat mit Schleimsoße gibt's heute nicht. Räucherfondue? Nein, Hasenbraten höchstens. Wenn ich einen Hasi rankrieg. Auf Geflügel habe ich heute keine Lust. Hier läuft ein Gurkensalat rum. Da ist der Hasenbraten. Hasenbraten in Schleimsoße. Lecker. Ups. Tja. Oh Mann. Ho, what have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith. That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Yep. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Schön. Dann lass mich mal nach Wege ziehen, du Drecksau. Ja, mal absteigen. Wir haben gesehen, im Dorf war kein Brunnen. Hier ist einer.
Starkarznei, die können wir noch gebrauchen. Aber gerade so. So, meine Stute ist weg. Irgendein Pisser. Ah, bis 18:30 wird eigentlich nicht sehr viel passieren. Kleine Schuppe und Geld. Nutzen wir sie doch gleich mal. Natürlich machen wir weiter. Die drakonische Mission, die kann uns schließlich ordentlich den Arsch aufreißen. Vektor! Ich hasse Gurken. Nein. Gurkengegner sind schon fies. Hasenblaten. Nein, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Ich sollte ja erstmal nach Heliodor. Und das wird schon beschissen genug. Aber eins sage ich dir, eins lasse ich mir hundertprozentig nicht nehmen, den Drachenblech aus dem Leben zu prügeln. Hätte man schon als Zirkushandlung verstehen, oder? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir hier trainiert haben. Es würde jetzt auch nichts machen, wenn ich die ganzen anderen Schätze jetzt nicht finde. Das wäre mir sogar jetzt schon wieder fast egal. Aber wir looten trotzdem aus. Pech. Oh ja, ich wusste, dass hier eine Kiste ist.
meisten Missionen muss ich sowieso nicht mehr machen. Das ist gut so. Da entwickeln. Scheiß Heliodora. Ah ja, Jesper und Henrik haben voll die unterschiedlichen Rüstungen, ja. Henrik ist ein guter und trägt eine dunkle Rüstung. Und Euklas, also Jesper, der trägt die helle Rüstung, aber gehört der Dunkelheit an. Das ist erstmal eine Ironie des Schicksals. Wie wir damals trainiert haben, ey. So oft hin und her geritten, wie es nur irgendwie ging. Also vor dem Drachen brauche ich mittlerweile überhaupt gar keine Angst mehr zu haben. Er wird so easy. Glaub's mir, der wird wirklich leicht. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Perfekt abgepackt, ne? Krieg auch nur ich hin. Was machen wir zuerst? Natürlich, wir looten. Wir beginnen Hausfriedensbruch, Diebstahl. Erstmal Sünden. Erstmal komplett strafbar machen wir.
klauen den Leuten Lebensmittel. Wir zerstören ihre Wertsachen. Ganz einfach, ich zerstöre deine Vorräte, Blödmann. Und was sieht's denn aus? Dummkopf. Ich muss hier immer looten. Und diese Tür hasse ich. Schön viel Geld. Also ich finde das gar nicht mal so blöd. Das Einzige, was mich gerade extrem nervt, ist mein Magen. Er macht ein bisschen Knurri-Knurr. Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz. Ich kann es nicht mehr sehen. Wir werden sowieso Heliodor's Most Wanted. Also von dem her ist mir das scheißegal. Diese Heliodora, die sind so spießig, ja. Ein kleiner Diebstahl und schon wollen sie deinen Kopf haben. Beziehungsweise wir wissen ja, dass der König sowieso besessen ist. Drecksau. Scheiße, ich muss erst mit Erik flüchten, damit ich die blöde Schmiede kriege. Ich brauche die nämlich. Ich glaube, es gab da nämlich noch ein paar Rezepte, die ich herstellen musste. Wenn man die richtigen Ingredients hat. Ansonsten geht sowieso alles auf Leid. Ich denke, es wird auch öfter vorkommen, dass ich ihn mit Ryu vertausche. Macht aber nichts. Ey, da ist man hochgekommen, ja. Ich darf da nur nicht lange in der Pussy-Wache. Und das stinkt mir extrem. Excuse me. Würden wir die Treppe runtergehen, hätte er uns so oder so wieder rausgesetzt. Von dem her alles gut. Noch ist Heliodor ruhig und sicher. Ganz ehrlich, ich weiß fast gar nicht mehr über die Stadt.
Bla bla bla. Ups. So, jetzt wird es Nacht. Das heißt, ich darf mich jetzt nur noch in der Stadt umsehen. Er springt wie ein Zicklein. Ja, rumschleichen, ein paar Items zocken. Du weißt ja, wie die professionellen Kriminellen das machen, ne? Und wir sind Profi. Kriegen einen Profi. Auch wenn er nachher wegen seiner scheiß Amnesie extrem nutzlos für uns wird. Ich meine, Eric ist unser Best Bud. Und dann verliert er sein Gedächtnis? Der arme Kerl. Die Frage ist jetzt, wo war ich überall? Eigentlich brauche ich die Bücherregale gar nicht. Auf da. Ich wusste, ich krieg die Heilkräuter zurück. Ich wusste es. Ich habe den Stärkesamen noch nicht zugewiesen, ja? Was kommt noch? Kopftuch. Okay. Ich liebe es, Hausfriedensbruch zu begehen. Habe ich das schon mal gesagt? Er lässt sich überhaupt nicht davon stören, Alter. Der Typ hat Nerven aus Drahtseilen. Von dir brauche ich nichts. Aber du hattest einen Hintereingang und das gefällt mir. Erstmal ausrauben. Das ist ja wacker gewesen, anonym. Da findet man Hinweise zum Schillerzweig und blablabla. Und ja. Und im 3. oder 4. Band wird dann aufgeklärt, wer dieser Anonym ist. Und zwar Wacke. Also mehr oder weniger halb interessant, halb uninteressant. Ja, damit. Beschützt du diese Truhe? Danke für den Inhalt. Hier müsste irgendwo noch ein Geschicksam rumkruscheln.
Und ich weiß auch, wo dieser Geschickssamen ist. Ich liebe es, Menschen auszurauben. Das ist so lustig. Ah, es ist den, es hätte fast geklappt, aber auf das Dach kommt man so nicht. Gnade nicht irgendwo. Ich könnte mir auch jetzt schon die Reisendenkapuze aufsetzen. Das würde aber keinen Sinn ergeben, weil es nachher sowieso story-relevant passiert. Nur leider kommt Leid wegen eines ganz anderen Deliktes hinter Gittern. Ihm wird ja nachgesagt, er sei böse. Ein böser Lichtbringer. Wo ist nicht bitte böse, außer dass es in zu großen Mengen Gift für die Seele ist. Dunkelheit kann genauso toxisch sein. Noch ein Ticklingwächter. Zaubermachtsam. Sehr schön. Zwar kein Geschickssamen, aber ich gebe mich damit zufrieden. Wir können sowieso nicht ins Schloss. Aber wir können hier noch ein bisschen. Ich loote lieber, bevor ich verknackt werde. Ich kann den Laden mit dem Scheiß aufmachen. Dämlicher Adelsberuf. Also zu Beginn sind die Bosse gar nicht schwer. Ist ja das gleiche, wie wenn ich im Normalmodus jetzt da rumrennen würde. Und die ganzen Gegner zu verprügeln. Magen! Kannst du mal deinen Maul halten? Oh Mann, ich hätte mir tatsächlich noch ein Sandwich machen sollen. Verdammter Kacke, ey. Muss jetzt auch ohne gehen. Ja, damit. Und die nennen sich reich, mit 100 Goldmünzen in der Truhe. Klasse. Gut gemacht, ihr adliges Volk. Ihr habt verdammt wenig zu geben. In Dirks Laden kommen wir sowieso nicht. Hier befindet sich ein kleiner Notiz. Mann ist gegenwärtig unpasslich. Sollte nicht so lange dauern. Wir müssen nochmal die hinteren Gassen durchsuchen. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen.
Sind die ganze Nacht rumgerannt. Naja, wir kämpfen schließlich gegen das... So. Ich kann es einem da übel nehmen, wenn man nicht pennen kann. Also, hier ist das Durchgang, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich Idiot! Die feige Sau traut sich da nicht mal rein zu jumpen. Was war daran jetzt so kompliziert? Ticking. Ha! Siehst du? Ich wusste, es gibt noch einen Geschicksarm. Also, recht gehabt. Hatte ich mir also nicht eingebildet, dass es noch einen gibt. Und genau darauf habe ich es auch abgesehen. Und in dem seinen Haus waren wir ja schon. Ich glaube, die haben sowieso nichts zu tun. Wir müssen sowieso noch mal abspeichern. Ich bin jetzt echt noch am Überlegen, ob wir nur bis 18:30 machen oder nicht so lange. Ich werde bei der Hitze bestimmt eh noch nicht pennen können. Ich überleg's mir. Okay, bis 18:30. Geht klar. Ich werde dann bestimmt noch mal offscreen eine ganze Weile weiter zocken. Es sei denn, du willst das ganze Spiel noch mal sehen. Halt! Not so fast. State your business. Es geht die voll Dreck an, wo Sau. Ja, bla bla, falsch. Here, shake my hand, mate. That's the funniest one I've heard all week. Clear off, will ya? We haven't got time for this kind of nonsense.
What's that? You want to show that pendant to the king, you say? Do you mind waiting here a minute? Huh? Ever so sorry for that little misunderstanding. Please, go right on through. His Majesty's waiting for you. In den Knast dürfen sie sowieso noch nicht. Muah! Der Baum kriegt seine Bedeutung später. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, wie ich das Projekt gestalten soll. Weil es ist ja eigentlich wirklich nur ein Just for Fun Projekt. Ja klar, die Hauptwege sind sowieso gesperrt. Habe ich schon mal gesagt, dass mich das Schloss-Theme relativ nervt. Na dann verknack ich mal ein paar Gegenstände. Was geht jetzt alles auf mich? Alter, ist das wenig. Was hatten wir noch? Ein Stärkesamen, glaube ich, und ein Geschicksamen. Geschick haben wir ja gerade zugeteilt. Stärke und Zaubermacht müsste das jetzt noch gewesen sein. Talent, Therapeutik. Also sie ist hier ganz, ganz traurig mit den Fähigkeiten. Und daran erkennt man schon, dass er noch viel zu schwach ist. Die wilden, die ganzen anderen Pistafiestas, die werden mir noch immer gehörig den Arsch blasen. Es wird nicht einfach, die Gegner so schnell aus dem Leben zu prügeln. Hey, Lederhut. Ich muss sowieso noch die obere Etage austracken. Der Knast ist eine Tabuzone. Leider, so wie auch die ordinäre Küche. Die sind sauer auf mich. Was macht so ein Buch in einem Gästezimmer? Er weiß doch noch gleich, dass der König einen an der Klatsche hat und sich abends nochmal bedient. Man könnte auch so keck sein und dahergehen mit der König ist ein Fresser, weil er sich abends nochmal bedient. Aber für die Truhe kriege ich noch. Da sind nämlich Goldbarren drin. Ich bin in meinem Dachbuch hat ja auch nichts verloren.
Ah, okay, adrianische Geografie, das kann ja ruhig bleiben. Aber hier steht nichts von wegen Gästezimmer, bla. So, jetzt knacken wir noch die erste Etage und dann lassen wir uns einbuchten. Die Zimmer sind beide gesperrt. Da ist der Thronsaal. Thank you. Das sollte einen nervös machen. Wenn man als Spieler weiß, was diese Biester sind, würde mich dieses Viech eigentlich jetzt schon komplett nervös machen. Das würde nämlich bedeuten, es ist was im Argen. Oh Mann, das System hat schon wieder eine Macke. Du stehst schon wieder nicht als Zuschauer drin. Aber du bist doch da, ja? Noch ein Therapeutexamen, sehr schön. Ich will dann eigentlich auch nur in die Wüste die letzte Sidequest beenden. Das ist ein Eschenburger Taler. Wie kommen diese Taler eigentlich hin? Ja, jetzt bin ich einmal im Kreis gerannt. Ich weiß. Hallo System, bitte gib mir die Meldung zurück, dass Tobi noch online ist. Danke. Oh Mann, der Kampf wird auch mega hart. Wenn wir hier in der Endstory gegen Eukos kämpfen müssen. Mit Henrik übrigens alleine, also ich muss ihn noch ordentlich aufpowern. Aber hey, wieso nicht? Ich hab's damals auch geschafft. Woran sollte es jetzt bitte scheitern? Das ist total Grütze, dass diese Zimmer gesperrt sind. Aber egal. Weiter. Das Bild sollten wir doch kennen. That will be quite close enough. Welcome to Heliodor Castle, friend. Schnauze. Bei seiner Arroganz muss ich immer an Genesis denken. Ich weiß auch nicht warum. The Jewel of Dundrasil. Eschenburg, was ist das? You are bold indeed to have made your way here alone, wanderer. I am Carnelian, ruler of Heliodor. How long have I waited for this day? And now, finally, we meet. Truly, it is an honor. The fact that you come here proffering the jewel and asking to speak with me personally would suggest that you know something of your true nature. I take it that you also bear the mark? Yes, the mark of light. Then there is no doubt. You are he. Rejoice, dear subjects.
The day is upon us at last. The Luminary walks among us once more. Gefälschte Freude. Wie mir das auf den Sack geht. Tell me, O Luminary, where exactly is it that you hail from? I would so very much like to pay tribute to those who took you in and raised you. I see. Cobblestone, you say? Jasper, you know of this place? I do, my liege. A village of provincial nobodies deep in the rocky south. Then I take it you know what to do. Do not disappoint me. Yes, my liege. Du willst mich doch verarschen, du Spacko. Uh-oh. Cursed luminary. I know not what your intent was in coming here alone, but whatever your wicked scheme, know that it shall not succeed. Hendrik, take this cur, this harbinger of calamity, and cast him into the furthest corner of the dungeon. Know this. The Luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to our realm. And why is this? The reason is simple. Just as light is intertwined with darkness, so too is the Luminary intertwined with the dread Lord of Shadows. His coming heralds the resurrection of the Dark One. Did you really think you could fool one as wise as His Majesty? It was your great misfortune to confront one who knows your true nature. Men, seize this wretch! Was haben wir bitte verbrochen, Alter? Ich bin jetzt gerade auf 18 geworden und schon wird er deswegen verknackt. Unfair! Immer diese groben Wachen. You claim to hail from Cobblestone. Well, before the sun has set 3 times, we shall know the truth. By then, Jasper will have returned from his investigation. If I were you, Darkspawn, I would not expect to live beyond that day. Schnauze, Hendrik. Will aber auch machen. Also ehrlich, kannst du mal Ruhe geben? Da
habe ich einen tollen Zellennachbar bekommen. Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. Ich hab nichts getan! What are you in for, anyhow? You don't get free bed and board down here without having done something pretty bad. Wait, did you say the Luminary? You're serious? Mm-hmm. You're telling me the Luminary has just shown up in the cell next to mine? This is crazy. One plate of delicious gruel for the gentleman in the dungeon suite. Come and get it. Durch die Gitterstäbe ausgenockt. Ja, genau. Du hast gerade was zu essen bekommen und verknackst dich erstmal. Ja. Pack diesen Zahnstocher weg, Junge. The Luminary? You're serious? So it's all happening just like the seer said it would. We'd better get out of here. Weißt du was, ist es egal, ob die Wachen mich finden oder nicht. Ich knack die einfach. Wait here. Nö. You? But... Oh! Don't worry, I didn't kill him. But he won't be waking up anytime soon. Things will get pretty hairy up ahead. You'd better take this. Oh, and I found this in a corner over there. I guess it's your stuff, right? Me? I got this little beauty back, so now I'm pretty much unstoppable. We'd better get out of here before any more of our tin-headed friends come knocking. Holler when you're ready to move out, okay? Yay! Soldaten klatschen! Wir kommen wieder. Lasst uns das mal abhauen. I'm just I looking spend for ages digging freedom. this hole, and you just happen to show up the day I finish it? Heck of a coincidence. Guess I really was meant to help you out, just like the seer said. Anyway, there'll be time to talk about all that later. In you go. Tja. Jetzt werden Wachen verknackt. Soldaten klatschen! The sewers, huh? Well, there must be a way out somewhere. Lead the way. I got your back. Ich habe keine stärkere Kopfbedeckung, nein.
There they are! You lot, over here! Huh? Damn it! We better make ourselves scarce. Ich renne einfach in die rein. Wir haben sowieso keine Chance gegen mich. Wetten? Who else wants? Come on, this way. Ich hab vergessen, dass sie unbeatable sind. Follow my lead. Okay. Da lang. So, jetzt gucken wir uns mal den physischen Schaden an. Nice. Und seinen Schaden hingegen. Wow! Tja! Follow my Go! lead. Er wäre normalerweise schon nach einem Hit down. These guys don't give up, do they? Leider ist die Brücke in sehr schlechtem Zustand. Oh nein. Seriously? Seriously? Abgang! Dass die von den Trümmern nicht erschlagen wurden, das ist ein einziges Wunder. You okay? Looks like we shook the guards, at least. Drachenklatschen! And that looks like a way out. Maybe our luck's about to change. I wouldn't depend on that. Der Junge fordert sein Glück heraus. Jupp. Nein! Scheiße!
Wait, there's something there. Ich werde gar nicht erst weglaufen. If we stand and fight, we're dead. Let's get the heck out of here. Let's get out of here. Ach ja, ich wollte ihn ja töten. Damn it! Geht! Komm her, schon gelb! Er greift dich einmal an! Also! Who else wants some? That's the last of him. I hope. By the way, you can actually fight. I'm impressed. Maybe you really are the Luminary. What was that thing doing under the castle anyway? Well, whatever. We should get going. There he is! That dark spawn! Oh, come on. Guess we're not done running yet. Wenn man bedenkt, dass der Drache da noch wäre. Looks like our luck finally ran out. Uh-oh. There they are! We've got them now. No way back, huh? If they catch us, we're dead meat. Hold! Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. I don't have much choice. Come on! Let's not do anything stupid now. Ich geb dir gleich stupid. Pass mal auf. The name's Eric, by the way. Hi. Best memory ever. Dieser Jump, Alter. Dieser Jump. Hallo, Tobi, bist du noch da?
Ach komm, kein Bock auf Intro. Kein Bock auf Intro. Wir wollen das Projekt schließlich so schnell wie es geht durchbekommen. Und wir haben tatsächlich noch eine ganze Menge Zeit. 1,5 Stunden bleiben uns jetzt noch. Boah, das war mir. Aber wie du siehst, kein Problem. Obwohl ich eine drakonische Mission on hab. Wake up, lazy bones. Lass mich pennen. Come on, up you get. Was? Weiter schlafen will? Finally. I was worried we'd lost you for a minute there. You've been out cold ever since we jumped. Had to drag you all the way here on my own. Dank der Rüstung waren wir bestimmt nicht leicht. What a jump it was. I closed my eyes, put my faith in the luminary, and somehow didn't get smashed into 1,000 pieces. In fact, I woke up on the forest floor at the bottom of the cliff without a scratch on me. Amazing what a little faith can do. Das ist ja auch eine magische Welt, du Blödmann. Anyway, I guess you and me must be at the top of the King of Heliodor's most wanted list by now. Which means we can't hang around here too long. Let's go say thanks to the nun who looked after us and be on our way. Und genau ab jetzt werde ich... das hier gleich ausrüsten. Ach ja, ich glaube, wir hatten noch ein Item. Und das müsste ein Geschicksamen gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Nee, warte! Wir haben doch noch was. Und zwar... eine Therapeut-Examen, hab ich's doch gedacht. Ah, there you are, my children. I trust that your friend here is fully recovered. Oh, don't worry about him. He's just fine. Thanks for looking out for us. We owe you one. Not at all, dear. I'm just happy to see you both well again. But if you are leaving, you must be careful on the road. It seems some dangerous criminals have escaped from the capital and are at large somewhere in the area. Oh, I shudder to think what wicked deeds they might be capable of. Criminals, you say? Dear me, that doesn't sound good. And you heard this when you were in Heliodor? I did indeed, my child. There were guards everywhere. They are searching high and low for the villains. And I heard that the mighty knight Sir Hendrik himself has headed to the mountains in the south with his troops. They say he means to block the road to Cobblestone, the village the fugitives came from. Oh, but you must forgive me, poor lambs. I did not mean to alarm you. They will soon be caught, I am sure. Justice will be done. And until then, you are free to remain with us for as long as you please. We had nothing done wrong. We appreciate that.
we're going to get a little fresh air. We have a few things to discuss, right? Sein muss. Cobblestone, eh? Never heard of the place. I never even knew anyone actually lived in those mountains down south. Is that really where you're from? Yeah. I'm guessing you want to go see what's happening down there. But you need to be smart. You won't get past Hendrik unnoticed. If you're going to make it there without getting caught, you'll need to avoid the main road. And if you want to do that, you'll need my help. I know every back road there is to know in these parts. But I've got things to take care of in Heliodor first. I left a little something in one of my old haunts downtown, and I need to get it back. So, are you coming along for the ride? I did help you break out of that dungeon, remember? That's the spirit. But we can't have you bringing us any unwanted attention. Ah, I've got just the thing. Haben wir bereits ausgerüstet. Blöd, Mann. Put this on and keep your face hidden. Otherwise, you're gonna get nabbed as soon as you set foot in Heliodor. So unlogisch. That's more like it. If you're gonna be a wanted man, you might as well look the part. Right. Let's head north and hit town. Ich will aber nicht wie ein Verbrecher aussehen. Glad you're coming along. The seer told me to stick with the luminary when I found him, and that's just what I'm going to do. Welcome aboard, I guess? Juhu, Charakterbaukasten.
Das ist das einzig Bekloppte daran. Dass man jedes Mal diesen dämlichen Baukasten neu machen muss. Aber die Zeit nehmen wir uns. Ich glaube, ich hatte mit ihm sowieso noch keinen legendären Bumerang gehabt. Na, Flüssigmetallbumerang, ne? Was anderes hatte er auch gar nicht. Doch, Grütze. Er hatte schon den Stellar-Rang. Ich wünschte, ich hätte einen Tiger. Sound weg! Halt mal! Ach, der Rest kann ich später erkunden, wenn ich wieder da unten bin. Oder mache ich das jetzt? Okay, erkunden wir ein wenig. Mittlerweile sind die Gegner nichts weiter als kleine Fische. Also nichts, wovor man Angst haben muss. Ich bin mittlerweile viel zu stark für die Random Encounter hier. Ist sowieso keine Beute dabei.
muss den Tiger holen. Ganz, ganz dringend. Ich wusste doch, dass hier noch ein Stachelsamen rumlag. Welcome to downtown Heliodor, home to rogues, ruffians, and all my other favorite kinds of people. About a year ago, me and Dirk, my partner in crime, managed to acquire one of the royal family's most precious possessions, the Red Orb.
They got wise and pulled me in eventually, but not before we'd stashed it somewhere safe so we could pick it up later. Right down there is the biggest, stinkingest garbage pile in all of Heliodor. Me and Dirk buried the orb slap bang in the middle of it. After all, no one would ever think of looking for it there. We're criminal geniuses, I tell you. Time to go liberate that loot. To the garbage pile. Ich sage, ich loote hier erstmal komplett alles. Erstmal wird das Dorf hier auseinandergenommen. Eine Kirche hier überhaupt Bestand haben kann. Die Menschen können einem hier richtig leid tun in einem Ort. Welches Pferd hat bitte da schon wieder reingekackt? Der Waffenhandel interessiert mich nicht mal.
Fragst, warum ich so wenig rede? A little piece quiet. Ich muss ja nicht immer quatschen, ne? Noch ein Flinkheitsarm abgegriffen. Und alles für den kleinen Leid hier. Wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Es ist nicht meine Schuld. Na gut. Schnacken wir erstmal die Beute. This is the spot. Keep a lookout, okay? I'm going to grab the loot. Den du nicht finden wirst. Now, it was around here somewhere. It's definitely here. I'm 1000% sure. It's not here. You gotta be kidding me. Me and Dirk were the only ones who knew where it was. Wait a minute. That rat! He must have done the dirty on me and taken it for himself. Damn it! I should have known! A thieving little... Wait till I get my hands on it. I'm gonna find him. And you're gonna help me. Okay. The inn we used to crash at is just over there. Come on. It's the only one with an upstairs. You can't miss it. Wenn der junge Mann nicht so ausrasten würde, nur wegen der scheiß Orbe. Warte, was? Okay, ich versuche jetzt auf dieses Dach zu kommen, ja. Es sei denn, ich jump komplett vorbei. Wie habe ich das eben gemacht? Scheiß drauf. This whole place hasn't changed a bit. Back in our thieving days, Dirk and me used to lay low here whenever things got hairy. Ruby? Ruby, you there? It's me, Eric. There's something I need to ask you. Ruby runs the place. Looks like she's not around, but if anyone knows where Dirk is, it's her. Which means we'll have to go find her.
So here's the plan. There's a tower they use to look out for fires. You're going to climb up there and keep an eye out for Ruby. I'll check a couple of other spots. Don't worry, you can't miss her. She's the only redhead in town. Aber erst, wenn ich das Ding hier ausgelootet habe. Und das Ding ist leider die reinste Bruchbude. Ich würde mich hier nicht einquartieren. Jetzt habe ich irgendwem den Feuerstein geklaut. Jetzt kann er kein Feuer mehr machen. Jetzt wäre ich doch fast in die falsche Richtung gelaufen. Get out of here! Go on! Die Wache ist so geil. Good dog. Good doggy. Stay. Ah, 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 ah. Can't find Ruby anywhere. How about you? Any luck? You saw her heading back to the inn? Great! Let's head over there and find out what she knows. If it isn't my favorite landlady. Welcome to our rumble. Strike a light! If it ain't me favourite little tea leaf. Last I heard, they'd locked you up and thrown away the key.
about? You've gone and escaped, ain't ya? You and your friend here are the fugitives everyone's talking about. Well, I know not to stick my big nose in where it ain't wanted. You always delight to sail close to the wind. Don't worry, I won't be here long. I just need to know where Dirk is. Have you seen him? Dirk, eh? Now there's a name I ain't heard in a while. Didn't he open some fancy shop up by the castle? Yeah, that was it. Raking in the cash he is, or so they say. That can't be right. The rent up there is crazy. Where would he find the money? Wait a second. He sold it, didn't he? The rat sold the damned orb. Look, in this part of town, you don't go asking too many questions. You know that. If you want more, you'll have to get it from the horse's mouth. You're right. Thanks, Ruby. I appreciate it. We'll get out of your hair. That no-good traitor! I'll bet he sold me out and sold the orb. And also he could move up in the world. Well, I'll get what I'm owed. You'll see. But we'll need to get past that sentry if we're gonna head uptown and find him. Wait, isn't he... Yeah. I remember hearing that one of the guards is terrified of dogs. I think it was him. Maybe we can borrow one of somebody. Halt! This gate leads to the nice part of town. My job is to protect respectable people from being bothered by rabble and riffraff. In other words, you. Ah! No! No! Not a dog! Anything but that! Worked like a charm. Now to head up to where all the rich folks live and find out what the heck Dirk thinks he's up to. So unlogisch, ja.
nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wares. That's good. Because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in stock? Eric! Long time no see, old pal. Eric! My brother, my compadre, my partner in crime! It's really you! Large as life and fighting fit! I'm so happy to see you! You have no shame, huh? Get your backstabbing hands off of me! You always were full of it, Dirk. But this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I never! I promise you, I never sold you out. I was worried sick about you. I only opened this place to try and help you. Oh, yeah. And how does that work, exactly? How does you opening this place and lining your pockets while I rot in jail help me? Look, I was never much of a thief, you know that. But it turns out I know how to sell stuff. I got a gift, even if I do say so myself. When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realised I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and pocketed the reward. Then I used the cash to open up the shop here, and poured all my profits into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly! I was paying them to turn a blind eye, weren't I? Okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you, partner. That's the spirit! Eric, old pal, it's so good to have you back. But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes, we do. Right this way, gentlemen. Diesmal sind es Eierproduzenten. Konnte ich hinter seinen Tresen? Ich glaube nicht. Wäre eh sinnlos gewesen. Mal gucken, ob wir den Königstempel noch reinkriegen. So, where is it? After I handed over the orb, I made sure to keep my ears to the ground about where it ended up. I knew it was important to you, see? Well, a little bird tells me that Hendrik and his men took it to the Kingsbarrow,
and it's been under lock and key there ever since. The King Sparrow, huh? That's southeast of town. Same direction as Cobblestone. Which means we can kill 2 birds with 1 stone. You coming, Dirk? A little adventure for old time's sake? Sorry, no can do. I got a shop to run and I'm a married man these days. Married? Wow, you really have changed. Well, you always said you wanted to settle down and maybe go into business someday. I'm happy for you. We'd better get going. Take care, Dirk, and thanks for everything. You too, old pal. Be lucky, eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do. The south gate is crawling with guards. We won't be walking out that way. And Hendrik's men are too uptight to take bribes. Guess we'll have to go the long way round. If we skirt round the hills to the south, we should be able to approach the King Sparrow from the other side. We can drop into Cobblestone on the way. Okay, let's head back downtown. Watch yourselves out there, eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing. There's plenty go in there and never come out. It'll take more than a few kid stories to scare us off. And besides, it's the only way to get there. So macht man das. Ein geschortcutteter Shortcut. Warum kommen die ganzen Zuschauer eigentlich immer erst abends? Ey, ich verstehe das nicht. Habe ich jetzt den richtigen Speicher überspeichert? Ja, habe ich. Und wenn man sich nicht sicher genug ist, saved man einfach nochmal. Ah, na bitte. Any sign of them? No, nothing. Let's search the town again. Look at all those lights. They're pretty keen to find us, huh? We'd better steer clear of Heliodor until the heat dies down. All right, through the Mangle Grove and onto Cobblestone. Let's do this.
Tschüss. Wie geht das? Voll aus der Luft abgefangen. Geht. Da Glitzer blitzert was. Gaut dünkt mal wieder Glitzer. Reisender Händler ist super stark als Weinemann-Boot, Junge. Wenn ich nicht so lootgeil wäre, ey, dann würde ich die Schätze allesamt weglassen. Aber ich liebe es leider komplett auszulooten. Ich werde hier bestimmt sowieso was vergessen. Hilfe! You know, I've been thinking.
Da war die leere Kiste. Und trotzdem sagt er, lass uns gucken, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Look at that! A campsite! And just when we needed one. Still a fair way to Cobblestone. Let's rest up for the night. I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yeah, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the fun-size forge. Pop a few raw materials on top, bash 'em with the porta pounder, and Bob's your uncle. New equipment. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. You name it, this thing can make it. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. You should strike while the iron's hot. There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Keep an eye out and you're sure to find some beauties. Oh yeah, we know. So, ja, wissen wir alles. Weaponry, extra Klauen. Fehlen mir noch ein paar Items. Habe ich hier überhaupt schon in einem anderen Speicher? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach ja, ich erinnere mich. Ich musste ja noch ein paar Sachen erspielen. Fick! Versuchen wir uns einen Flammendolch. So, was? Ja, bla bla bla. Was sagen meine Abilities?
Besser kriege ich es nicht hin. Naja, neue Waffe. Mehr oder weniger. Ja, yeah, ich weiß. Ich krieg die Materialien später so oder so ran. Und zum Umarbeiten reicht's bestimmt nicht. Yeah. Chop, chop, chop. Chop around the clock. 1, 2, 3, look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me.
What in the world? I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. If I ever find out who did this, I swear I'll... Ta-da! You called? Tricky devil at your service. I went to a lot of trouble to smash at this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilishly tricky shapeshift beam. Now that's what I call tricky. 1 minute you're a silly old woodcutter, the next minute you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. Bye, doggy. Stay. Ooh. An empty treasure chest. I think I've just hit upon my most devilish trick yet. Wow. Versteckt sich in einer bekloppten Schatztruhe. What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. And if what we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Let's head back the way we came and see if we missed it somewhere. Hä? Ich hab das dumme Ding geöffnet! Und das ist der Punkt der Unlogik in diesem Spiel. Erstmal safen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht spielen wir tatsächlich noch bis Kissling und dann erstmal Tschüssikowski wieder. Dann werde ich dann abspeichern und aus dem Haus. Das Vieh hat sowieso keine Chance mehr gegen mich. Here come my next victims. Wir sind nicht deine Opfer, du bist das Opfer. Introducing the one, the only, Tricky Devil! Hi. Das war lame. Hey, you're supposed to be shocked by my devilish trickiness. No? Time for plan B then. Take this! Ha! Seriously? The only thing I'm shocked by is how lame you are. What did you just... Oh, cheeky devil! Don't you know who I am? I'll teach you. For my next trick, I'm gonna beat you to a pulp! Versuch's doch, Mistvieh! Versuch's nur! Let's go! Guck dir das an!
Ich liebe es, overpowered zu sein! This can't be happening. This is happening. Looks like the joke's on me this time. Hey there! You two! Oh, look! It's our pal the Pooch. Es ist der verdammte Holzfäller! Thanks to you, I'm back to my old self. I'm Flint the Woodcutter, by the way. And I owe you more than words can possibly say. How can I ever repay you? It's funny you should ask. We were hoping that some kind soul might fix that bridge the monster smashed up. It would be my pleasure. Why don't you go back to my cabin and put your feet up? I'll have it mended for you in no time flat. I was hoping you'd say that. Much obliged. Let's go! I've kept you waiting, but I'm happy to announce that the bridge is fixed. In fact, it's even sturdier than ever. Wie schnell hat er das Ding repariert? Da war eben noch Moos dran. You don't hang about, huh? Thanks. You've really helped us out. Now, young fellow, about this vision of me being turned into a dog you saw when you touched that glowing plant. The more I think about it, the more certain I am. What you experienced can only have been the guidance of Yggdrasil. Does that mean anything to you? Nope. Never heard It's of it. something my dear old granddad told me about when I was a boy. Yggdrasil is the giant floating tree at the center of our world, of course. The source of all life, as some call it. If the legends are to be believed, each one of its leaves represents a life, and its power preserves the peace and harmony of our realm. The glowing plant you found in the forest is actually a part of Yggdrasil, a piece of root poking through from beneath. It's said that the World Tree can choose to communicate via her roots, but only with certain very special people. And that's what my granddad meant by the guidance of Yggdrasil. He was talking about just such visions as you saw. It's all coming back to me now. As a boy, I'd spend hours talking to the silly old thing, but did anything ever happen? Not a bit of it. But you, young man, you're different. You're one of the special ones, chosen by the World Tree. And you've got grey hair, too. Life just isn't fair. So not only are you the luminary, you're also Yggdrasil's favorite little leaf, huh? Some guys have all the luck, I guess. Well, we can't stand around talking about how great you are forever. Come on. Der Typ gönnt uns einfach gar nicht. Der Typ gönnt mir einfach gar nicht. Ah, ich will mein Outfit ändern! Wie schnell ist er hier drüber gekommen? Glitzer, Blitzer!
Ansonsten verzwitscher ich mich nämlich jetzt aus dem Wald. Ganz viele Pumbas. Also entweder ich hante diesen scheiß Loot jetzt noch down, weil ich weiß, hier ist noch was, oder ich verzwitscher mich aus diesem scheiß Wald. Hier ist auf jeden Fall Kristalli-Buddy. Ja, damit. Ah, ich hasse Kupfererz. Go, den Glitzer! Die anderen Scheißschätze gibt es nämlich erst später. Krabbel, krabbel, krabbel. Wie so eine Kakerlake. Ach ja, gefangen in einer falschen Vergangenheit. Irgendwas an diesem Dorf ist äußerst seltsam. Dieses Schild beweist es. Brav, extrem falsch geschrieben. Siehst, falsch geschrieben. Süßigkeiten falsch geschrieben. Ach du Scheiße, die ganzen Wortwitze. Das ist nicht unser Dorf. Das ist nicht unser Dorf. Priester ist nie da. In die Tür kann ich nicht. Ah hier, ich darf mich selber einschreiben.
Das ist die Mutter unserer Stute. Warum leuchtet das Ding auf einmal? Ja, wie jetzt? Wir sind nicht leid. Natürlich sind wir leid. In dem Dorf ist was faul. Aber ordentlichst. Wird einem bestimmt hier gleich klar. Is that you, dear? I'm cooking your favorite, stew. It'll be ready any minute now. You'll be desperate to stuff your face as always, I'm sure. Well, set the table and I'll just give it a last little stir. Whoa! Who are you? And what are you doing in my house? What nonsense are you talking? My boy is 6 years old. Who do you think you are, waltzing in here and claiming to be someone you're not? Whoever you are, I want you out of my house this instant. Don't make me say it twice. Okay. Hä? Wer das denn da ist und der kleine Köter da, Bella! Did we have this backwards? In diesem Dorf stimmt was nicht, aber absolut nicht. Thank you, mister. My name's Gemma. Who are you? But that can't be right. Oh, wait, I get it. That's not your name. You mean you're looking for him, right? He went to look for Chalky. Come on, follow me. Da ist Bella definitiv noch klein. Und jetzt hier auf einmal der Weg frei? Ja, jetzt gibt's den auf einmal doppelt. Das sind wir, als kleiner Bub. Hey, Grandad, can I borrow your ladder?
The wind blew Gemma's scarf off and now it's stuck up a tree. Well, we can't be having that now, can we? Let me go and find it for you. We don't need the ladder anymore. That nice man over there got my headscarf down for me. He said he was looking for you. Is he a friend of yours? Nope. I've never even seen him before. Das bist du, Junge. I think it might be me he's looking for, you know. Why don't you two run along and play and leave us grown-ups to talk? All right. Well. Er erkennt uns. It's you, isn't it? I knew it. I've known you since you were a baby, after all. I knew it was you right away. But you don't look too happy, my lad. Care to tell your old Grandad what's on your mind? Ah, das ist passiert. I see. So, you're from a future where I'm no longer around. Well. And King Carnelian went and threw you in the dungeon? And to think I trusted that he'd do right by you. If I'd known how things were going to turn out, I would have told you everything, instead of hiding the truth from you for all those years. But you don't have time to be listening to an old man's regrets. Here's what we're going to do. If you head east out of the village, you'll come to Cobblestone Falls, as you know. Go there and dig in front of the three-sided rock. Got that? The three-sided rock at Cobblestone Falls. You'll know the one I mean. Oh, but what a fine figure of a man you've become. I'm so glad I got to see you all grown up. You be good now, lad. Don't waste your time bearing grudges. Live life with love in your heart. Always saw me right. Bye now. Aus seiner Zeitperspektive gesehen ist der Junge verschwunden. Denn auf einmal sind alle Menschen weg. Ich weiß, wir sind schon drüber, aber die Sache hier bringe ich jetzt noch zu Ende. Hier ist niemand mehr. Alle, die du noch findest, sind im Dorf. Macht sowieso keinen Unterschied, die Zeitlinie gibt es nicht mehr. Thanks for getting Gemma's headscarf back for her. Come back and play any time you like.
What should we play now? Well, we could play, Man ahnt es schon. Are you okay? I lost you for a minute there. Not surprising, I guess. So viel zum Thema Investigation. I can't believe they do this. And just because you grew up here? What kind of animals are they? Jasper and his goons must have ridden straight here after you got thrown in the dungeons and torched the place. Hey, just now, when you zoned out, the mark on your hand was glowing, and so was the root wrapped around that tree. Was it another one of those visions? Wow. So you went back in time and spoke with your granddad and yourself? That is seriously weird. Must have been the root here. It must have the power to show you the past. Well, if what your granddad told you was right, then we need to head over to Cobblestone Falls. Where did you say it was? East of the village? Leid es nicht nach Reisen zumute, Erik. Listen, I know this can't be easy, but hanging around here isn't going to do anybody any good. Come on. Ouch. Das Dorf werde ich später auslooten. Wir haben leider Gottes etwas überzogen. Ich mache an der Stelle jetzt hier Feierabend. Ich weiß nicht, wie weit ich die Woche über streamen werde. Am Samstag wird auf jeden Fall kein Stream kommen, erst Sonntag wieder. Auch wenn ich Sonntag wieder in der Nachtschicht gehe, aber das ist mir gerade relativ Schanuppe. Nächste Woche hier. Ja, bis dahin, ruhige Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Tatsächlich 4 Stunden nochmal rumgekriegt. Ciao, ciao!